Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde. Auch wenn es im Moment nur wie Wald und Wiese ringsum aussieht, aber ich verspreche euch, heute geht's hoch hinaus. Und wenn ihr wissen wollt, wohin, na dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und vor allem später beim Selbstausprobieren. Die Sonne lacht, dazu blauer Himmel. Logisch. Ich verstehe sehr gut, wenn ihr nicht zu Hause herumsitzen wollt. Aber was wollt ihr stattdessen? Ihr wollt eine Wanderung, wo es einfach alles gibt. Die heutige Tour kann ich euch in diesem Fall wärmstens ans Herz legen. Und ich bin mir sicher, heute kommt jeder auf seine Kosten. Und viel besser geht es nicht. Idealer Startpunkt ist der Kurpark in Reinhardshausen, Ortsteil von Bad Wildungen. Ihr wisst schon, Europas größter Kurpark. Selbigen wollen wir jedoch nicht besichtigen, sondern durchlaufen diesen zunächst in nordwestlicher Richtung, vorbei beispielsweise am Berliner Bären oder der Kureiche, unter welcher selbst Gustav Stresemann, Kanzler und Außenminister der Weimarer Republik, Ruhe und Entspannung gefunden haben soll. Ach ja, und wer das Bedürfnis hat, sich erst einmal richtig in Schwung zu bringen und warm zu werden, bitte, hier dürft ihr. Obwohl sehr schön und abwechslungsreich, fordernd ist die heutige Tour mit ihren knapp 23 Kilometern durchaus. Ob Aufwärmen an den Geräten oder nicht, an der Quellenstraße verlassen wir den Kurpark bereits wieder, gehen wenige Meter links, unter anderem mittels der Straßenbrücke über die Wölfte, um einen ersten Ausblick auf das sehenswerte frühere Kinderheim zu erhaschen und sofort danach erneut rechts in diesen angenehmen Feldweg einzubiegen. Diesem folgen wir zunächst ganz entspannt durch die Bornwiesen und ich finde, der vor uns liegende Blick weckt doch bereits die Neugier, oder? An der ersten Feldwegkreuzung in der Schlade können wir noch einmal zurückschauen nach Reinhardshausen. Rechts könnte man abbiegen in Richtung Reitzenhagen oder zu den höchst interessanten Bielsteinen. Aber das soll Thema einer späteren Wanderung werden und so gehen wir heute nach links sanft nach oben. Die Steigung ist zwar nicht wirklich hoch, dennoch der Blick zurück ist von hier ein ganz anderer. Anders schön, wie ich finde. Tja, und dann liegt das ehemalige Kinderheim Reinhardshausen uns zu Füßen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen behaupten, es sei von Göring als Jagdresidenz errichtet worden. Andere sprechen davon, es sei von den Nazis für ihr Zuchtprogramm reinrassiger Arier Lebensborn erbaut worden. Was auch immer, der Geist seiner früheren Besitzer, wer auch immer es gewesen sein mag, soll wohl noch Jahrzehnte in diesen Räumlichkeiten gewohnt haben. Denn nach dem Krieg wurde es zum Kinderheim umgewidmet und vieles, was man darüber hört, ist eher geneigt, uns Gänsehaut des Schauderns über den Rücken laufen zu lassen. Deshalb gehen wir jetzt lieber weiter, dem Feldweg links folgend, um nach wenigen Metern auf die Zufahrtsstraße zum heutigen Wohnhaus zu stoßen. Hier warten die ersten Hinweisschilder. Wir orientieren uns zunächst in Richtung Edersee-Sperrmauer bzw. Kleinern, gehen vorbei an der Einfahrt, sagen Ade Zivilisation und tauchen ein in den herrlichen Wald. Bereits nach wenigen Metern erreichen wir den nächsten Abzweig, welchen wir beispielsweise ebenfalls in Richtung Bielsteinklippen nutzen könnten. In diesem größten zusammenhängenden Buchenwaldgebiet befinden wir uns in einem wirklichen Wanderparadies. Doch für den nächsten Teilabschnitt orientieren wir uns zunächst Richtung Spicke. Circa 500 Meter später verlassen wir den Spicke-Rundweg wieder. Übrigens auch eine sehr schöne Rundwanderung. Aber diesen stelle ich euch gerne später noch vor. Dann biegen wir rechts ab, erneut die Richtung Kleinern, Edersee beibehaltend. Wir kommen vorbei an in den Wald eingebetteten Feldern, voller Stille und Ruhe. Auch hier hat man, ähnlich wie wir es bereits auf unserer Wanderung um die Burg Herzberg gefunden haben, teilweise die Markierung auf Steine im Weg angebracht.
Zur Sicherheit findet ihr dennoch wie immer die Links zu den GPS-Daten in der Beschreibung unter dem Video. Erneut im Wald eingetaucht, führt der Weg sehr langsam, aber sicher abwärts. Und zwischen den Bäumen erblicken wir bereits unser nächstes Zwischenziel Kleinern, welches laut Schild keinen ganzen Kilometer mehr entfernt ist. Kurz vor dem Ort stoßen wir auf eine höchst interessante Tafel, welche uns unter anderem auch über den dicken Kopf aufklärt, welcher nämlich der zweithöchste Berg des Nationalparks Kellerwald-Edersee ist. Den höchsten, den Wüste Garten, haben wir ja bereits zweimal bestiegen. Also ist die hier gegenüberliegende Nummer 2, welche wir heute ebenfalls umrunden, ausgesprochen reizvoll. Ergo, weiter geht's in Richtung Kleinern hinein. Dazu folgen wir dem Feldweg, queren den Wesebach und gehen auf der Quellenstraße hinein in den Ort. Hier überqueren wir die Hauptstraße, die Wesetalstraße, um in die schräg gegenüberliegende Weinbergstraße einzubiegen. Hier finden wir auch ein neues Hinweisschild. Das Speicherbecken wird hier zum ersten Mal ausgeschildert und genau dahin wollen wir ja. Wir lassen das Tal des Wesenbachs hinter uns, in welchem Kleinern liegt, und steigen den Weinberg langsam aber sicher hoch. Denn wir legen heute nicht nur die angekündigten knapp 23 Kilometer zurück, sondern auch 509 Höhenmeter. Interessant fand ich jedoch eine Aufschrift am Friedhof. Bei aller Euphorie und Wanderlust sollte man durchaus kurz innehalten und darüber nachdenken. Oder wie seht ihr das? Nun ja, mehr oder weniger sinnierend sind wir am Feld, sprich der nächsten Kreuzung angelangt. Klarer Fall, wir müssen nach links. Uns zieht ja heute das Hochspeicherbecken an und werden wieder mit diesem fußfreundlichen Feldweg und verlockenden Bildern belohnt. Wir sind erneut in diesem wundervollen, überwiegend von Buchen bewachsenen Hochwald gelandet. Übrigens, wem diese Tour zu lang ist, der wird hier mit einem 10 Kilometer langen Dorfrundweg angefüttert. Das klingt durchaus gut, aber uns gelüstet es ja nach etwas anderem und damit wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, steht bereits das nächste Hinweisschild bereit. Eigentlich müssten wir an der nächsten Kreuzung gerade nach oben. Aber einen kurzen Abstecher nach links über die Brücke bzw. den Heimbach zum Wassertretbecken dürfte wohl keine Sünde, sondern eine gute Idee sein. Genug getreten? Okay, dann zurück auf unseren eigentlichen Weg. Die nun folgenden Bilder muss ich wohl nicht kommentieren. Ich war von dieser Fülle an Buchen und dem Urwaldcharakter total fasziniert. Ich weiß, die Meinungen gehen bei naturbelassenen Wäldern teilweise sehr auseinander. Aber wie empfindet ihr das eigentlich? Naja, es geht, wie zu sehen ist, schon nach oben. Liegt das Hochspeicherbecken ja auch bei 430 Metern an der höchsten Stelle. Aber dieses Verkehrsschild mitten im Wald gab mir dann doch sehr zu denken. Ein Hoch auf deutsche Bürokratie oder was will es uns wohl sagen? Aber weit müssen wir durch den herrlichen Buchenwald nicht mehr gehen und wir stoßen auf die durch das Schild angekündigte Brücke. Zum Glück sind wir jetzt ein ganzes Stück den Berg aufwärts gestapft. Also dürfte wohl keiner von uns mehr als die genehmigten 6 Tonnen auf die Waage bringen. Denn diese Brücke ist notwendig, um die Rohrleitung des Pumpspeicherkraftwerkes Waldeck zu überqueren. Die Funktionsweise eines solchen Pumpspeicherkraftwerkes haben wir in der Schule alle zur Genüge lernen dürfen. Ergo erspare ich mir hier eine lange und ausschweifende Erklärung. Höchstens so viel: Dieses Kraftwerk liegt quasi unter uns am Affolterner See. Wer genau hinsieht, dem fällt neben der Rohrleitung noch etwas auf, welches vom besagten See zum Oberbecken hochführt, nämlich die Standseilbahn, bekannt als Peterskopfbahn. Immerhin gut für all diejenigen, welche nicht mehr so gut zu Fuß sind wie wir oder es nicht wollen und trotzdem hier hoch möchten.
Fertig geschaut, gehen wir einige Schritte und dürfen über diesen kleinen, schmalen Pfad gänzlich nach oben steigen. Hier auf diesem ersten Plateau sehen wir den Anfang des Oberbeckens Waldeck 1 und zur Linken die Endstation der Seilbahn. Was aber bei den heutigen Temperaturen und dem Aufstieg bestimmt viel interessanter für die meisten unter euch sein dürfte, ist die vor uns liegende Gaststätte zum Waldbölker. Und ich denke, wir haben es uns verdient, also nichts wie hinein. Ich fand es hier unheimlich urig und gemütlich. Selbst gegen die Langeweile wird uns abgeholfen, nämlich durch den charmanten, freundlich und lieben vierbeinigen Unterhalter. Lasst es euch also schmecken. So schön es hier auch ist, festwachsen wollen wir nicht. Es gibt schließlich noch eine Menge mehr zu entdecken. Verlassen wir also dieses freundliche und gemütliche Lokal, lassen es rechts liegen und folgen unserem Weg, welcher einige Meter eher ein Pfad ist, ehe wir, so leid es mir tut, nun doch auf Asphalt stoßen. Ein kleiner Wermutstropfen hier oben. Als Trostpflaster schaut dafür das nächste Leckerli für uns über den Bäumen hervor. Die Aussichtsplattform vom Peterskopf, und diese nehmen wir jetzt ins Visier. Der Blick aufs Speicherbecken 1 ist nicht unbedingt zur Begeisterung angetan. Was soll's? So ein technisches Bauwerk besteht nun einmal aus Beton. Aber da es vom Restaurant bis hier an die nächste Kreuzung lediglich 500 Meter sind, dürfte es mit dem Asphalt und Beton wohl zu verschmerzen sein. Dafür könnte man denken, der Wegweiser will uns Kopfzerbrechen bereiten. Denn eigentlich müssen wir für unseren Rückweg an dieser Stelle links abbiegen, erneut in Richtung Kleinern. Wäre da nicht die Aussichtsplattform, welche uns vorhin schon gelockt hat? Wie denkt ihr? 600 Meter hin und zurück sollten doch nun auch noch trotz Straßenbelag machbar sein, oder? Also, auf geht's zur Aussicht nach oben. Zugegeben, das in unserem Rücken befindliche Speicherbecken 2 mit seinem Betonbau ist auch nicht so toll. Aber umgedreht und den Blick ins freie und offene hessische Land in grob Richtung Kassel gerichtet, kann sich sehen lassen. Obwohl uns heute nicht die ganz große und gigantische Fernsicht zuteil wird. Faszinierend finde ich es hier oben dennoch. Zum einen erkennen wir rechts den Affolterner See bzw. das Speicherbecken 1, dahinter die Berge und Höhenzüge in Richtung Osten. In Richtung Norden ist heute unter anderem die Eder bzw. der Ederstausee zu erkennen. Schaut man ganz genau hin, dann erkennt man von hier oben sogar die Staumauer. Glückspilze sollen bei der nötigen Fernsicht sogar den Herkules in Kassel erkennen können. Auch wenn es uns heute nicht vergönnt ist, genießen wir ausgiebig das wundervolle Panorama, welches wir trotz allem haben. Irgendwann sollten wir uns dennoch davon trennen. Schließlich haben wir noch nicht einmal die Hälfte zurückgelegt. Reichlich 13 Kilometer liegen noch vor uns. Also die Treppe runter und, halt mal, welcher Wandergeselle ist denn hier unterwegs? Da er jedoch ziemlich beschäftigt scheint, lassen wir ihn in Ruhe seinem Tagwerk nachgehen und laufen hinunter, lassen den ersten Abzweig, welcher durchaus auch möglich wäre, rechts liegen und an die uns bereits bekannte zweite Kreuzung, nutzen wie angekündigt die Richtung Kleinern und vor allem die Friedrichshütte. Nach der vielen Fernsicht sind die nächsten 300 Meter vorbei am Speicherbecken und nur Wald nicht besonders spektakulär. Umso neugieriger war ich, was es nun mit dem ehemaligen Jagdhaus Friedrichshütte auf sich hat. Naja, viel zu sehen gibt es zwar nicht, aber gepflegt ist das Terrain und irgendwie erinnert es mich an Hänsel und Gretel und dem dazugehörigen Haus der Hexe. Oder welches ist euer Eindruck? Das dazugehörige Wanderschild zeigt zwar ganz klar die Richtung zu unserem nächsten Ziel, Tannentriesch, an, dennoch sollte man etwas genauer hinsehen, denn dieser kleine und schmale, unscheinbare Pfad ist tatsächlich der richtige. Letztlich landen wir wieder auf dem breiteren Forstweg, sehen, zu unserem Tannentriesch sind es 2,7 Kilometer, deshalb weiter geht's.
Zunächst unterhalb des wesentlich größeren Speicherbeckens 2, welches aus dieser Perspektive gar nicht so schlecht aussieht, und zwischendurch als Bonbon erhalten wir zwischen den Bäumen Ausblicke in grob Richtung Kleinern bzw. Bad Wildungen. Am Ende des Hochspeicherbeckens sind wir nicht nur am höchsten Punkt angelangt, sondern müssen auf die Ausschilderung achten, nämlich links abbiegen ist hier die Devise. Im weiteren Verlauf dürfen wir erneut den herrlichen Buchenbestand genießen, welcher unter anderem dazu beigetragen hat, weshalb dieser Nationalpark Kellerwald-Edersee seit 2011 Teil des transnationalen UNESCO-Weltnaturerbes Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas ist. Kostet es aus und genießt diese einzigartige Flora und Geschenk der Natur. Zwischendurch finden wir zum Glück dennoch Gelegenheit zum Picknick. Die knapp 23 Kilometer läuft man eben doch nicht so schnell und locker ab. Aber an diesem Rastplatz können wir zugleich die Halbzeit unserer Tour feiern. Im Übrigen umgehen wir weiterhin in großen Bogen den bereits in kleineren angesprochenen zweithöchsten Berg des Nationalparks, den Dicken Kopf, auch wenn leider nichts davon zu sehen ist. Wie auch immer, weiter geht's mit vollem Bauch durch dieses Meer an Buchen bis, ja genau, da scheint doch hinter der Kreuzung etwas durch die Bäume hindurch. Wir sind am Tannentriesch angekommen. Und gleichzeitig stellt sich logischerweise die Frage, was ist ein Tannentriesch? Laut offizieller Definition ist ein Triesch eine alte Bezeichnung für eine beweidete Fläche. Bis ins 14. Jahrhundert gab es Versuche, diese Region enger und dichter zu besiedeln. Dieser Versuch wurde jedoch abgebrochen. Es gibt in der Region noch mehrere Triesche und Gemarkungen aufgegebener Siedlungen oder offene Flächen, welche von den Talgemeinden weiterhin als Viehweide genutzt wurden, was uns heute den Effekt dieser wundervollen Waldwiesen verschafft. Zudem finden wir hier am Tannentriesch eine historische Wildfütterung. Diese wurde sehr charmant und sehenswert zu einem Infopunkt umfunktioniert, bei dem unser Wissen über die früheren in dieser Region sehr häufig anzufindenden Kohlenmeiler anschaulich sowie sachkundig aktualisiert wird. Wenige Schritte hinter dem Tannentriesch gewahren wir eine weitere angenehme Rastmöglichkeit unter freiem Himmel, falls noch jemand Bedarf nach einer weiteren Pause hat. Knapp 13 Kilometer haben wir ja bereits zurückgelegt. Aber wie auch immer, wir wollen jetzt weiterkommen. Also ein Bein vors andere gesetzt und zwar in Richtung Gellershausen. Dabei diese traumhaft schöne Allee genutzt. Am anderen Ende biegen wir links nach unten ab. Nächstes Zwischenziel soll die Heinrichshütte sein. 3,2 Kilometer schaffen wir ganz locker und entspannt. Was allerdings bis dahin kommt, hätte bestimmt niemand von euch vermutet und zeigt ein weiteres Mal die wirkliche Größe dieses Nationalparks, nämlich Buchen, Buchen und nochmals Buchen. Das ganze Bild wird aufgelockert durch immer neue, reizvolle Waldwiesen mit einem teilweisen Fernblick ins liebliche Wesetal. Wie angesprochen handelt es sich hier um ein früheres großes Gebiet für die Köhlerei. Mithilfe neuester Untersuchungen wurde festgestellt, es soll im Nationalpark dereinst 1308 sogenannte Köhlerplatten gegeben haben. Irgendwann wird dieser interessante Mix jedoch aufgebrochen, die Wiesen nehmen mehr Raum ein, die Waldflächen ziehen sich zurück. Ein Zeichen, die Zivilisation scheint nicht mehr weit zu sein. Fast logisch stoßen wir nach unserem Marsch durch diese abwechslungsreiche bäuerliche Kulturlandschaft auf den Parkplatz Heinrichshütte und vor uns liegt Gellershausen. Vorbei am Friedhof steigen wir hinein nach besagten Gellershausen. Bei diesem Ort handelt es sich, eigentlich logisch, um ein früheres Köhlerdorf, was allerdings den damaligen Einwohnern den Spottnamen Rauchhühner einbrachte, da in der Kleidung der Köhler der aufsteigende Rauch der Meiler hängen blieb.
Will man sich mit der Geschichte des Örtchens näher beschäftigen, dann benötigt man wesentlich mehr Zeit, als wir heute haben. Doch für eins sollten wir uns noch Zeit nehmen. An der Hauptstraße angekommen, finden wir nämlich den Schweinehirten mit seiner Herde. Früher wurden die Schweine des Dorfes in den Hutewald getrieben, siehe zum Beispiel Tannentriesch, wo Bucheckern und Eicheln zur Mast beitrugen. In einem späteren Film mehr zu diesem Thema Hutewälder und Schweine. Jetzt halten wir lieber die Augen auf, wir folgen einige Meter der Straße am Gersthof, biegen in die Wesebachstraße ein, können den lieblichen Bachlauf kurz genießen. An der Lindenstraße zweigt unser Wanderweg erneut rechts ab, nunmehr in Richtung Albertshausen, welches nur noch reichlich 4 Kilometer entfernt liegt. Langsam, aber sicher verlassen wir das angenehme Örtchen, vorbei am Fußballplatz und schließlich erneut hinein in den Wald. Das Paradies wartet auf uns. Danach sehnt sich wohl jeder. Also weiter geht's mit frischem Schwung und Freude. Erneut für alle Fans von Fernwanderwegen landen wir hier übrigens wieder auf dem sagenhaften Kellerwaldsteig. Für die Zukunft allemal ein spannendes Projekt. Doch jetzt konzentrieren wir uns aufs Heute, steigen zunächst sanft im Tal des Treisbaches mit seinen Teichen, welche wir in Sichtweite haben, hoch. Möglichkeiten zum Hinsetzen, um diese immer wieder aufs neue schönen Bilder zu genießen, erhalten wir reichlich. Dass wir den Angstberg im Rücken haben, sollte uns hingegen bei den lieblichen Anblicken nun wirklich keine Angst machen. Am nächsten Abzweig sehen wir unser angestrebtes Ziel, das Paradies ist sehr nahe. Obendrein finden wir hier eine Stempelstelle für den vorhin angesprochenen Kellerwaldsteig. Sind die avisierten 800 Meter bis zum Paradies nun nahe oder weit? Auf alle Fälle dürfen wir immer wieder neue, beruhigende Bilder und Wunder der Natur genießen. Na bitte, so einfach geht's ins Paradies. Ihr wundert euch und hattet eine andere Vorstellung vom Paradies? Es handelt sich hier um einen weiteren ehemaligen Hutewald und diese knorrigen, alten, ehrfurchtgebietenden Bäume haben doch auch etwas Paradiesisches, oder? Dass trotz der Tatsache, dass viele ältere Bäume im Laufe der Zeit zusammengebrochen sind und ihre Überreste als Totholz allmählich von Insekten und Pilzen in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden. Trotzdem versucht man durch Beweidung mit Heidschnucken das Bild eines ehemaligen Hutewaldes so lange wie möglich zu erhalten. Hinter dem Goldbachskopf stoßen wir auf die nächste Kreuzung, bei der wir uns entscheiden müssen. Ihr seht, Varianten gibt es viele. Angesichts der bis hierher zurückgelegten knapp 19 Kilometer würde ich empfehlen, wir verlassen für heute den Kellerwaldsteig, stattdessen nehmen wir ab jetzt unseren Startort bzw. geplantes Ziel Reinhardtshausen ins Visier. Quasi zur Belohnung, weil wir ja heute reichlich und fleißig gewandert sind, führt der Weg langsam aber sicher abwärts. Und siehe, zur Linken öffnet sich plötzlich der Wald und wir bekommen erneut einen Ausblick auf den Bielstein geboten, wie heute früh erwähnt, ebenfalls ein wundervolles Wanderziel, aber nicht mehr heute. Gehen wir also lieber diese angenehmen Ausblicke zur Linken genießend, weiter in Richtung zum nicht mehr weit entfernten Albertshausen. Schließlich am Ortsrand angelangt, probieren wir heute eine gänzlich andere Version, um ans Ziel zu gelangen. Ich würde euch raten, das Dörfchen nämlich zur Rechten liegen zu lassen, um die kleinerische Straße mit angenehmem Blick auf Reinhardtshausen nach unten zu gehen. An der Hauptstraße, der Reinhardtshäuserstraße angekommen, überqueren wir diese, gehen einige Meter nach rechts, wobei wir zum Glück den Fußweg nutzen können, und biegen bereits in den ersten Feldweg links wieder ein. Dieser führt uns mit neuerlichen, schönen Ausblicken, zum Beispiel auf den jetzt gegenüberliegenden Hahnberg, beziehungsweise auf der linken Seite liegenden Homberg, immer weiter hinein in den Kurort. Am Junkerngrund angelangt, haben wir es fast geschafft. Wir sind am Ortsrand,
beziehungsweise dem ersten Parkplatz der vielen Kliniken. Jetzt bleibt nicht mehr viel Weg. Lediglich rechts hinein in die Günther-Hartenstein-Straße, vorbei an der Klinik im Mühlengrund und schon warten die ersten Möglichkeiten, solltet ihr Bedarf nach Belohnung haben. Beispielsweise mit dem richtigen Saustall inklusive Biergarten oder wie wär's mit dem Bolero. Für Freunde der Süßigkeit wartet das Eiscafé Pinocchio und noch viele andere gute Lokale, eben ein Kurort zum Verwöhnen. Wer jedoch ganz tapfer all diesen Versuchungen widerstehen kann, landet letzten Endes neuerlich am Kurpark, unserem Startpunkt heute früh.